Moin zusammen, hi! Heute bemalen wir ein Skelett und eine Mumie. Für beide habe ich knapp 2 Stunden gebraucht. Geht relativ fix, sieht hinterher richtig klasse aus. Und vorher hätte ich noch eine Bitte an euch. Wenn ihr hier unten mal schaut, es haben tatsächlich 88% der Leute, die diesen Kanal hier schauen, nicht den Abo-Button gedrückt. Warum nicht? Tut es euch weh? Ich hoffe nicht. Wäre schön, wenn ihr ein Abo da lasst. Und jetzt springen wir direkt ins Tutorial. Ja, da sind wir. Als erstes brauchen wir Bone White. Und hier habe ich einen Skelettkrieger von HeroQuest, wohlgemerkt aus 1989. Also das gute alte. Ja, ihr seht, sind noch recht simpel die Figuren, aber sie funktionieren und mit Bone White kriegen wir das schon alles hier hin. So, als nächstes nehme ich mir meine Drybrush Palette, die selbst gebastelte. Könnt ihr ganz einfach mit einer Korkplatte, so einen Topfuntersetzer und den Resten quasi von den Minis, habe ich einfach da drauf geklebt und dann habt ihr hier so schön eine Drybrush Palette. Ja, damit habe ich jetzt eben kurz das Skelett und auch die Mumie trocken gebürstet. Hier in dem Video werden wir uns hauptsächlich tatsächlich das Skelett ansehen, weil man da die Details besser raussieht wie bei der Mumie. Aber im Endeffekt bemale ich beide immer im Wechsel. So, jetzt haben wir den soweit trocken. Jetzt nehmen wir uns das Beige Brown und machen damit schon mal den Griff von der Sense. Machen wir einfach mit Beige Braun. Denn ich habe mir tatsächlich gedacht, ich mache mal so in Schritten, dass man sagen kann, oh, so gefällt mir das, so lasse ich das. Die weiteren Schritte schaue ich mir zwar an, aber brauche ich nicht. Ja, als nächstes nehmen wir Matt Weiß. Und jetzt werdet ihr euch fragen, wofür brauchen wir Matt Weiß? Das Matt Weiß habe ich tatsächlich ein bisschen mit Wasser verdünnt. Und damit, deswegen zoome ich hier auch ran, damit machen wir ein wenig die Augen. Da müsst ihr vorsichtig sein, am besten wenig auf den Pinsel. Und dann so ein bisschen drin rumrühren in den Augenhöhlen. Gut, dass das nur eine Miniatur ist. So, dann haben wir die Weiß und da habe ich drüber gemalt. Das kriegt man Gott sei Dank, weil es verbessert ist, mal eben mit ein bisschen Tupfen vom Finger weg. So, ich hoffe, ihr seht das. Es wirkt jetzt schon sehr hell um die Augen, hat aber auch tatsächlich seinen Sinn, denn jetzt kommt Speed Paint und zwar Plasmatic Bold. Da braucht ihr nur ganz, ganz wenig, also nicht wirklich viel. Ihr könnt natürlich auch irgendwie, weiß ich nicht, Giant Orange nehmen oder Orc Grün oder ne, wie ihr es haben möchtet. Und damit gehen wir dann nochmal wieder in die Augen einfach. So, jetzt lassen wir das Skelett trocknen, nehmen uns die Mumie. Und da bemale ich tatsächlich auch mit Plasmatic Bold die ganzen Hautstellen einfach. Schwuppdiwupp. Und jetzt seht ihr hier, ich finde, das hat so ein schönes, grünlich-totes, ja, Flair. Nennen wir es Flair. Ich weiß jetzt das richtige Wort dafür nicht. Ne? Könnt ihr gerne unten in die Kommentare schreiben, wenn euch da ein besseres Wort für einfällt. Ja, so, und quasi ist diese Mumie ja jetzt schon fertig. Die könntet ihr jetzt schon so aufs Spielbrett stellen, wenn sie trocken ist, wohlgemerkt. Hier haben wir nochmal das Skelett. Und jetzt nehmen wir uns das Bolt Gun Metal, heißt es, glaube ich. Genau, Bolt Gun Metal. Und damit ein bisschen was vorne auf die Spitze des Pinsels und vorsichtig quasi Trockenbürsten über die Sense. Und dann kriegt ihr hier auch so einen schönen Effekt. Ich hoffe, ihr seht das jetzt hier im Licht. Später auf den Fotos ist es auf jeden Fall besser zu erkennen.
Aber ich denke mal, die Fortgeschrittenen unter euch, die wissen, was ich meine. Und ja, jetzt sieht man es auch. Ja, ihr habt dazwischen halt so schwarze Stellen, dadurch sieht das halt alles ein bisschen plastischer aus. Also wie ich finde. Natürlich jedem selbst überlassen, ob er das einfach zumatscht oder ob er bürstet oder ob er sagt, nee, ich mache da noch Rost und weiß ich nicht was dran. So, damit haben wir das Skelett quasi schon fertig. Also ihr könntet es jetzt so aufs Brett stellen. Ihr habt auch eben gesehen den Effekt der Augen. Aber ich nehme jetzt noch Palette Bone. Auch von Speed Paints. Und werde damit das komplette Skelett anmalen und auch ruhig den Griff der, ich wollte jetzt Axt sagen, der Sense. Weil jetzt seht ihr auch gleich, warum es Palette Bone heißt, weil ich finde, das ist eine der besten Farben für Knochen oder ja, Speed Paints. Ich weiß, ich benutze Speed Paints wie Washes, aber ist ja nicht so schlimm. So, und ihr seht, jetzt könnt ihr es auch schon theoretisch wieder trocknen lassen, hinstellen. Und jetzt seht ihr auch richtig schön die Augen, dass sie so ein bisschen glühen. Also ich muss zugeben, diesen Glüheffekt wirklich hinkriegen, tue ich gefühlt noch nicht. Da bin ich selber auch noch dran. Aber dafür sind wir ja hier auf diesem Kanal, um gegenseitig zu lernen. Also wenn einer von euch einen Trick kennt, wie man das vielleicht mit den Augen besser hinkriegt. Ich habe noch ein paar Skelette in der HeroQuest Box. Schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Oder verlinkt auch gerne ein Video, wo das erklärt wird. So, für die Mumie nehmen wir uns jetzt Strong Tone. Und da machen wir quasi mit Strong Tone dasselbe, was wir mit dem Palette Bone beim Skelett gemacht haben. Einfach überall verteilen. Ich finde nämlich, das passt besser zu dieser Mumie. Dieses dunklere. So als wäre da schon irgendwie Staub und Dreck und alles Mögliche drauf. Ja, wie ihr seht. Und es kommt halt auch gut beim Gesicht, weil das jetzt durch das Plasmatic Bold ist natürlich sehr, sehr hell gewesen. Und jetzt durch dieses Strong Tone habt ihr da nochmal wieder was dunkler. Und das war mein Schreibtisch, der gegen meine Uhr gehauen ist oder umgekehrt. Ja. So, und wir machen weiter beim Skelett mit Stonewall Grey. Genau, Stonewall Grey hieß es. Und da es HeroQuest-Figuren sind und auch für HeroQuest gedacht ist, werde ich die beiden Bases einfach nur damit mit Stonewall Grey bemalen. Zap, zap, zap. So, fertig. Und vielleicht mache ich hinterher noch ein bisschen was mit Paste oder so da drauf oder male so schwarze Striche, so dass es aussieht wie Fliesen oder halt kaputter Stein. Aber im Endeffekt ist diese Mini ist jetzt fertig. Ja, die könnt ihr jetzt so natürlich gerne schon benutzen, genauso die Mumie. Zeigt die euch nochmal. Ja. Und wie lange braucht man dafür? Halbe Stunde für 2 Figuren? Ja. So, jetzt bin ich gerade zu blöd, das Ding hier reinzuklemmen. So. Vielleicht halbe Stunde, 45 Minuten. Ja, mit Trockenzeit. Dazwischen nochmal einen Kaffee holen. Ja. Hier seht ihr auch schon, ich habe der Mumie einfach auch weiße Augen gegeben. Ja, und damit sind jetzt beide fertig, spielfertig. Aber wir werden ja nicht bei Pivian, wenn Pivian jetzt nicht wieder anfängt mit Speed Paints, und zwar mit dem Fire Giant Orange, die Augen der Mumie zu bemalen. Ich mag es ja, Augen zu bemalen. Ich finde immer, wenn Miniaturen Augen haben, dann wirken die lebendiger. Ja, man kann das natürlich machen, dass man einfach so, ach, Augen brauche ich nicht. Der fällt doch eh als erster in der Schlacht. Ist ja nur ein Bauer oder so. Aber gut, das muss ja jeder für sich selber wissen. Ne? Es ist ja auch was anderes, meiner Meinung nach, Einzelmodelle zu bemalen. Seht ihr, das sieht schon sehr, sehr cool aus mit dem Orange, finde ich. Es ist ja auch was anderes, Einzelmodelle zu bemalen oder Armeen. Also meiner Meinung nach, wenn ich eine Armee bemale, muss nicht jedes Modell so perfekt sein. Aber dieser Gesamteindruck muss da sein. Und bei Einzelmodellen oder halt hier so kleinere Dinge, kleinere Modelle, Modellgrüppchen,
sag ich, für Skirmisher oder für so Tabletop-Brettspiele. Ich wollte schon wieder Brettspiele sagen. Brotspiele. Ja, finde ich, da kann man sich ruhig ein bisschen Mühe machen. So, hier zeige ich euch nochmal kurz das Skelett. Aber jetzt übertreibe ich wieder, wie meine lieben Clubkameraden sagen. Ich nehme mir nochmal das Bone White. Und wenn ihr einen richtig coolen Effekt haben möchtet, könnt ihr euch die Arbeit genauso machen wie ich. Jetzt male ich jeden einzelnen Knochen so an, als würde halt Licht von oben drauf scheinen. Ist blöde Frickelsarbeit und ich glaube, das war auch das meiste, wofür ich dann 2 Stunden gebraucht habe. Bei der Mumie habe ich es tatsächlich nicht gemacht, dass ich da irgendwie die Bandagen oder so nachgezogen bin. Ich fand die Mumie so cool. Aber beim Skelett dachte ich mir, das kommt garantiert gut. Ihr seht das ja hier, jeden Finger, ne? Alles vorsichtig, mit ganz wenig Farbe auf dem Pinsel, wirklich nur mit der Spitze. Ziehe ich jetzt quasi das Skelett einmal ein bisschen nach. So, und da haben wir es. Wie ihr seht, direkt wieder ein anderer Effekt. Ich habe, glaube ich, die Füße vergessen. Ah ne, das war nur das Licht. Okay. Ja. Und böse sagt, jetzt sage ich, ist diese Miniatur fertig. Und kann das Vanish abkriegen und wieder in die Hero Quest Box. Schreibt mir gerne rein, ob ihr euch solche Arbeit machen würdet. Unten in die Kommentare. Oder ob ihr sagt, ach, für Hero Quest oder Brettspiele müssen die nicht mal angemalt sein. Gibt ja unterschiedliche Meinungen. Ne? Ich werde jetzt auf jeden Fall für euch nochmal ein paar Fotos einblenden und bedanke mich bei allen Kanalmitgliedern und Abonnenten und wünsche euch einen schönen Tag. Bye bye.